Ahoi und herzlich willkommen zurück. Ja, in diesem Video geht es um den Dino Thunder Morpher und fangen wir auch direkt an. Ich habe mir die Grundform zweimal aus 9 mm starkem Moosgummi ausgeschnitten und dann aufeinander geklebt. Obendrauf kommt dann die gleiche Form nochmal, allerdings aus 4 mm starkem Moosgummi. Dann habe ich das Auge ausgeschnitten, das solltest du vielleicht machen, bevor du das Ganze aufeinander klebst, und dann in die Rückseite ein großes Loch für so ein bisschen Elektronik geschnitzt. In dem Fall ein kleines LED-Licht mit verschiedenen Blinkoptionen in der Farbe Rot. Ich dachte, das passt. Das wird ja auch der Verwandler des roten Rangers. Darauf kommt dann ein bisschen Gitterstoff oder so ein Netzstoff. Weiß nicht genau. Ist ein bisschen grobmaschiger. Und darauf kommt dann nochmal diese Augen- und Stirnpartie, nenne ich es jetzt mal. Der gelbe Moosgummi ist ganz normaler 2 mm Bastel Moosgummi und ja, die anderen Teile bestehen halt auch aus dem 4 mm Moosgummi. Das ist der Kiefer, ebenfalls wieder aus 4 mm Moosgummi, und ein Magnet bzw. die Kappe eines Magneten. Den Außenrand an der Stirn habe ich mit 1 mm Moosgummi abgeklebt, so dass die Übergänge zwischen den einzelnen Schichten nicht mehr so zu sehen ist. Und dem Kiefer habe ich das gleiche verpasst, sodass der ein bisschen mehr Tiefe bekommt und nicht so flach und dünn aussieht. In den Morpher habe ich ein Loch gepiekst und in den Kiefer habe ich ein Stückchen Holz geklebt, sodass du ein Gelenk bekommst und den Kiefer öffnen und schließen kannst. Die Verzierungen am Morpher habe ich mit Window Color aufgemalt. Die Farbe ist hierbei egal. Ja, dann kannst du alles mit Bastelleim oder Bastellkleber grundieren, sodass die Poren des Moosgummis verschlossen werden. Und nachdem das getrocknet ist, kannst du dem Ganzen eine Schicht schwarze Acrylfarbe verpassen. Und danach kannst du den gesamten Morpher mit Chromlack grundieren. Also erstmal lackieren. Ja, grundieren für die nächsten Farben. Ich rede schon wieder viel zu viel Unsinn. Und wenn das dann getrocknet ist, kannst du den Morpher in den entsprechenden Farben bemalen. Ich habe dafür wieder Acrylfarben genommen. Für das Armband habe ich mir einen 4 cm dicken Streifen aus 2 mm starkem Moosgummi ausgeschnitten und diesen dann auf einen Streifen Kunstleder geklebt, mit Heißkleber am besten. Das Ganze nochmal ordentlich zurechtgeschnitten und dann am Morpher befestigt. Und damit man das Armband auch öffnen und schließen kann, habe ich Klettverschluss dran befestigt. Das ist der Dino Thunder Morpher aus Moosgummi. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und 1000 Dank, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Ich weiß, das sage ich immer, aber das ist schon besonders, wenn du wirklich bis zum Schluss schaust und ja, vielen Dank. Und vielleicht sehen wir uns ja im nächsten Video. Ich weiß, das sage ich auch immer, aber wäre ja cool. Also bis dahin, mach's gut.